Hallo ihr Schachstreber. Heute werden wir uns mit dem Durchbruchmotiv in den Bauernendspielen beschäftigen. Was ist ein Durchbruchmotiv? Dieses Beispiel ist sehr bekannt weltweit. Also, wenn wir in dieser Stellung mit dem König laufen würden, mit dem Ziel, die Bauern irgendwann mal zu schnappen, das wird eigentlich nicht gehen, weil der schwarze König so einen genannten Bodycheck macht und lasst unseren König nicht in die Richtung Bauern zu gehen. Zum Beispiel König E1, König E3 und König F1, König F3, König E1 und irgendwann mal kommt der schwarze König Richtung Bauern. Also, was sollen wir machen? Also wir müssen irgendwie mit den Bauern durchkommen. Also wenn wir beginnen mit einem Randbauer, zum Beispiel A6, Schwarz kann entweder schlagen auf B6 oder mit den Bauern vorbeiziehen, was auch eine Option ist. Und dann nach Schlagen oder Vorbeiziehen, die Stellung ist ganz blockiert. Die Stellung wird Schwarz gewinnen, weil der Schwarz schneller zu den Bauern mit dem König landet. Also der einzige Zug in dem Fall für Weiß ist B6. Das heißt, Weiß zieht mit dem Bauern nach vorne auf B6 und wenn Schwarz jetzt mit einem A-Bauer schlägt, dann kommt ein sehr starker Zug C6. Also wir zwingen den Schwarzen, den Bauern zu schlagen. Wenn Schwarz den Bauern schlägt, schlagen wir so und dann in dem nächsten Zug holen wir uns die Dame. Und wenn der Schwarz den Bauern schlägt, rennt der A-Bauer durch und wir kriegen die Dame und gewinnen die Partie. Also umgekehrt wäre es genauso, das heißt nach B6, wenn Schwarz mit dem Bauern schlägt, kommt A6 und genau die gleiche Geschichte, also das heißt nach BA6, C6 und Weiß gewinnt. Falls Schwarz in der Stellung am Zug ist, die Stellung ist Remis. Was ein grober Fehler für Schwarz wäre, ist entweder mit C-Bauer zu beginnen oder mit dem A-Bauern zu beginnen. Weil dann wird Weiß eigentlich nicht schlagen, den Bauern, sondern Weiß greift die Basis von einer Kette, das ist eine Kette, und dann nach C6, wenn Schwarz zum Beispiel so schlägt, schlagen wir so, holen wir uns die Dame. Wenn Schwarz so schlägt, schlagen wir den Bauern. Und dann holen wir uns hier die Dame. Genauso wäre, wenn Schwarz mit C6 beginnt, dann kommt A6 und Weiß wird die Partie für sich entscheiden. Also der beste Zug für Schwarz ist B6 zu spielen, um den B-Bauern zu blockieren und dann muss Weiß eigentlich alles abtauschen und dann haben wir unsere bekannte Schlüsselfelder. Das heißt, irgendwann mal, wenn der schwarze König den B5-Bauern schlägt, muss der weiße König in die Opposition kommen. Das heißt, die Schlüsselfelder sind jetzt C4, B4 und A4. Wir können uns das anschauen. Das heißt, sagen wir, Weiß beginnt, König E1, König E3, König F1, König F3 und so weiter, bis Schwarz irgendwann mal den Bauern schlägt und dann gehen wir in die Opposition, also die Schlüsselfelder, wie gesagt, sind C4, B4, A4, nach König C5, König C3, nach B5, König B3, B4 und der Bauer befindet sich vor dem König, die Stellung ist Remis. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Das heißt, in dem Fall hat Weiß noch einen Bauern auf C4. Das heißt, die Bauern sind Doppelbauern, aber trotzdem ist die Stellung gewonnen, egal wer am Zug ist. Wenn Weiß am Zug ist, Weiß wird schon wieder einen Durchbruch mit B6 machen. Und wenn Schwarz am Zug ist, das heißt die Züge wie A6 oder C6 funktionieren nicht, wie wir gesehen haben, nach C6 kommt A6 und nach A6 kommt C6. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um die Partie zu remisieren, wäre mit B6, aber das geht leider auch nicht, weil der Weiß auf diese Weise schon wieder einen Freibauern bilden kann. Also das heißt, nach Schlagen spielt Weiß C5 und nach Schlagen kommt der Bauer durch.
In dem Fall befindet sich der A-Bauer erst auf A4 und nicht auf A5. Das heißt, wenn Weiß am Zug wäre, würde Weiß dann mit dem Bauern nach vorne zu kommen und dann haben wir einen Durchbruch. Und wenn Schwarz am Zug ist, gewinnt sogar der Schwarz. Warum? Also weil Schwarz kann einfach mit C6 beginnen und der Weiße braucht jetzt einen Hebel hier auf dem Feld A6, um die Basis von dieser Kette anzugreifen. Aber das schafft Weiß nicht. Also das heißt, wenn Weiß jetzt A5 zieht, spielt Schwarz dann selber A6 und dann ist totale Blockade entstanden und Schwarz gewinnt die Partie, weil der schwarze König, wie gesagt, schon wieder viel schneller ist und der wird die Bauern schnappen. Wir haben noch ein sehr interessantes Beispiel. Das ist aus dem Jahr 1904 die Partie Edward Lasker gegen Moll, also nicht Emanuel Lasker, sondern Edward Lasker. Also dieses Beispiel würde als Tragikomödie genannt, weil beide Spieler grobe Fehler gemacht haben. In so einem Fall ist für Schwarz am besten, die Bauern aufzuhalten, indem man mit dem Bauern spielt, auf welche sich die gegnerische Doppelbauern befinden. Das heißt, in dem Fall F6 wäre ein ausgezeichneter Zug, weil jetzt nach zum Beispiel G5 mit der Idee H6 zu spielen, spielt Schwarz selber dann H6 und dann haben wir die Blockade. Das heißt zum Beispiel nach F4 geht der König einfach Richtung Bauern und schlägt die Bauern und gewinnt die Partie. Also das heißt, in der Partie spielte Schwarz H6 mit dem gleichen Motto, also H6 und dann F6. Aber das Problem ist, dass jetzt Weiß aber F6 spielen kann und auf diese Weise gewinnt sogar der Weiß. Weil nach F6 muss man schlagen, dann kommt F4. Jetzt droht man einfach G5 zu spielen. Also wenn Schwarz mit dem König zieht, G5. Nach HG rennt der Bauer, das heißt FG, FG. Nach HG haben wir schon wieder die gleiche Idee. Aber Schwarz kann immer noch mit dem König ziehen. Aber dann kommt GH6 und wie wir sehen, also der schwarze König kommt ins Quadrat von dem H6-Bauern, aber jetzt nach irgendeinem weißen Königszug ist der Schwarze im Zugzwang und kommt nicht zu den Bauern. Das heißt, jetzt zum Beispiel König G5, der Bauer rennt durch und Weiß gewinnt. Was ist in der Partie passiert? Also der Weiße hat auch noch einen Fehler gemacht. Er hat nicht F6 gespielt. Er hat F4 gespielt und dann kam F6 und nach G5 König D4 und Weiß hat aufgegeben. Danke fürs Zuschauen.